Hallo und willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. In dem heutigen Video geht es ein bisschen ans Eingemachte. Das kann ich euch versprechen. Ihr seht es hier schon vor mir liegen, die Abgaskrümmer von meinem 560 SL. Die habe ich jetzt ausgebaut. Das wollen wir in dem heutigen Video machen. Also am Ende vom Video blende ich euch die Ausbauanleitungen vom M110 und M103 Motor, blende ich euch auch noch ein, sowie die Teilenummern der einzelnen Krümmern und ganz wichtig auch die Dichtbeilage für diese Krümmer. Die sind bei allen Motoren unterschiedlich. Ihr habt sogar einen Unterschied zwischen dem M116 und M117 Motor. Da sehen die Dichtauflagen, die Dichtbeilagen, die sehen da auch anders aus. Das blende ich euch aber alles zum Schluss noch ein. Vorneweg, für die M110 und M103 Motoren funktioniert der Ausbau wesentlich einfacher als bei den V8 Motoren. Da müsst ihr einige Arbeitsschritte machen, damit ihr an die Abgaskrümmer überhaupt vernünftig hinkommt, an die Muttern, an die Stehbolzen dran, damit ihr die vernünftig lösen könnt. Das machen wir heute in dem Video und dann würde ich sagen, sehen wir uns nach dem Intro. Bis gleich. So, als erstes bauen wir den Luftfilterkasten ab. Der ist hier oben befestigt auf dem Gehäuse hier mit den zwei Gummipuffern. Oben drauf haben wir ja schon öfters abgesetzt. Als nächstes ziehen wir die Zündkerzenstecker ab. Die liegen bei mir jetzt hier von der linken Seite vom linken Block alle hier vorne beschriftet. Die jeweilige Anschlüsse, so wie ich es in meinem Fall gemacht habe, eine Zahl draufschreibe, damit ihr dann auch nachher wisst, wo der Stecker wieder genau drauf kommt. Das solltet ihr nicht verwechseln. Und auch hier am Verteiler habe ich hier die einzelnen Kabel beschriftet, damit da auch nachher nichts passiert. Die Anordnung der Zylinder blende ich euch geschwind ein, damit da dann auch beim wieder draufstecken nichts passiert und ihr da nichts vertauscht. Dann macht es Sinn, bevor man den Motor anhebt, damit man an unsere Abgaskrümmer vernünftig hinkommt. Hier vorne habt ihr das Gasgestänge, das kommt hier raus und das ist hier vorne mit so Sicherung geschützt, dass das nach hinten nicht abhauen kann. Und wenn er die löst, kann sich das Gestänge hier frei bewegen, weil der Motor dann doch einige Zentimeter nach oben kommt. Ihr seht es jetzt schon hier, dass der ziemlich weit rausguckt. Also macht es Sinn davor, diese Sicherungsplatte von dem Gasgestänge nach oben abzuziehen, damit sich das Gestänge frei bewegen kann und wenn er den Motor dann hochbockt, dass sich das nicht irgendwie verbiegen kann. So, beim M117 Motor ist das Lüfterrad hier vorne in so einer Verkleidung innen drin und die müsst ihr davor losmachen, weil wie gesagt, der Motor kommt da ganz schön ein Stückle hoch und das drückt dann da oben, das Lüfterrad, gegen diese Kunststoffverblendung vom Kühler. Und wenn er die löst mit den zwei Schellen hier, diese Halterungen, die zieht er einfach nach oben weg. Die waren hier so drauf gesteckt. Dann zieht er die nach oben ab und dann könnt ihr die Kunststoffabdeckung könnt ihr hier frei bewegen und dann kann die mit hoch und dann stößt das Lüfterrad auch nicht gegen diese Abdeckung hier. So, die vordere Motoraufhängung findet ihr am Achsschenkel. Wenn ihr da von unten, wir sind jetzt beim rechten dran, hier wo die rote Markierung ist, seht ihr das Loch. Und das geht dann, ich hoffe, das sieht man jetzt, bis oben hin, bis zum Puffer. Und da drin steckt hier so ein 15er Imbus, eine relativ lange große Schraube, die bis oben in den Puffer reinragt und dann mit der Halterplatte an dem Stabi dann die vordere Motoraufhängung abbildet. So, und auf der linken Seite, da sehen wir die Ölwanne, haben wir das gleiche auch. Hier in dem Loch, direkt neben der hinteren Aufhängung vom Achsschenkel, da ist die Schraube dann drin.
So, jetzt haben wir hier die Sicherungsschraube für das vordere Motorradlager. Das nehmen wir hier vorsichtig raus. Wie gesagt, die steckt ziemlich tief drin. In diesem Loch. So, ich lege das jetzt hier mal ab. Dass ihr hier meinen Schlüssel mal seht. Ja, ich habe hier ein 1/2 Zoll Ratsche mit 2 Verlängerungen dran und vorne den 10er Imbus, um die Schraube rauszubekommen. So, vorne an der dicksten Stelle hier von meinem Werkzeug habe ich hier 2,1, 21 mm habe ich hier vorne, und wie gesagt, das war bei mir schon ziemlich eng in diesem Loch drin. Also dickere Werkzeuge, dickere Nüsse, Aufsätze solltet ihr nicht benutzen, sonst bleibt euch das Ding im Kanal stecken und ihr bekommt es dann unter Umständen gar nicht mehr raus. Und hier nochmal zum Verdeutlichen die Länge von dem Ganzen, damit ihr überhaupt an die Schraube dann auch oben am Motorlager hinkommt, habe ich hier schon knappe 50 cm, also knappe 1/2 Meter, habe ich hier schon mit Verlängerungen erarbeiten müssen, damit ich dann auch vernünftig an die Imbusschraube hier oben im Kanal für die vordere Motoraufhängung dann hinkomme. So, hier haben wir das Halteblech für das hintere Motorlager. Hier unten befestigt mit den 2 Schrauben. Und wenn ich jetzt da von hinten reinschaue, dann sehe ich hier den Gummipuffer. Und da oben die silberne Mutter, die lösen wir jetzt noch. Und dann können wir den Motor ein bisschen anheben und dann versuchen wir das Motorlager hier rauszukriegen. So, wir sind jetzt unter dem Auto, vorne direkt unter der Ölwanne. Ich möchte euch das jetzt mal geschwind zeigen, damit ihr das mal seht. Ich habe jetzt hier mal einen Meterstab neben hingelegt, damit man das hier sieht. Wir haben hier bis zu dem Holzscheit gut 25 cm und der Holzscheit an sich hat dann auch nochmal eine Stärke von 5,5. Also kann man sagen, vom Boden weg 30 cm muss der Motor hochgebockt werden an die Ölwanne. Da müsst ihr auch schauen, dass ihr nicht punktuell auflegt, sondern das Gewicht schön auf die ganze Ölwanne verteilt. Mit der weichen Unterlage, am besten mit so einem Holzklotz, wie jetzt in meinem Fall, damit er da nichts eindrückt. Wenn ihr anfangt mit dem Waageheber die Ölwanne, also den ganzen Motorblock, hochzubocken, wenn die ersten paar Zentimeter nichts geht, ja, also wenn sich das ganze Auto dann anhebt, weil die jeweilige Achsschenkel dann nur ausfedern müsstet, also geht so die ersten paar Zentimeter, geht da gar nichts. Erst so, wenn ihr schon 20 Zentimeter hochgebockt habt, fängt dann der Motor, wenn er frei ist, an dann auch sich abzuheben von der Motorlagerung und geht dann Stück für Stück nach oben. So, bei der hinteren Motoraufhängung, da sind wir jetzt dran. Ich habe jetzt, durch das, dass ich vorne den Motor schon angehoben habe, geht die Kardanwelle zwar ein Stückchen weit mit hoch, jetzt hier oben, aber nicht so weit, damit ich hier, wenn ihr das jetzt seht hier, über das Gewinde von diesem Puffer, von der hinteren Motorlagerung, drüber komme. Und deshalb habe ich hier so einen Scherenwaageheber genommen, habe einen relativ spitz zulaufenden Unterlegkeil genommen, der dann hier oben die Kardanwelle ein bisschen nach oben drückt, ein klein bisschen, damit ich dann diesen hinteren Puffer dann auch rausbekomme. Weil hier seht ihr das Gussteil oben jetzt, wo das Gewinde quasi nur durchgeht. Das gehört zur Getriebeaufhängung und drunter das Gewinde gehört zu dem Puffer. Und diesen schwarzen Puffer mit dieser Einstellplatte
Und darunter ist noch eine Aluminiumplatte, wo der Träger oder der ganze Puffer dann von unten befestigt war. Sieht man jetzt hier noch diese Aluminiumplatte. Das hole ich jetzt alles mal raus, damit ihr das seht. Also am besten zuerst den Puffer etwas drehen, damit ihr die Aluminiumplatte dann hier rausziehen könnt. Ja, das ist ein bisschen Friemelarbeit. Wenn sich nichts verkantet, geht es eigentlich ganz gut. So, dann haben wir hier diesen Aluminiumsteg, wo der ganze Puffer aufliegt. Und wenn er jetzt diese Einstellplatte nach links rausschiebt, dann könnt ihr die auch einzeln rausnehmen. Ja. Boah, alles ziemlich verdreckt hier. Und dann hat jetzt der Puffer hier, ja, ist mit der Kamera ein bisschen schwierig, hier mehr Spiel. Und jetzt könnt ihr den so zu euch ein bisschen drücken. Und dann müsst ihr mit dem Gewinde, kommt er dann oben raus. Und könnt den Puffer dann hier rausnehmen. Wenn ihr die Kardanwelle so hoch drückt, fahrt auch immer mal wieder mit der Hand in den Kanal rein und schaut, dass er hier mit der Hardyscheibe nicht irgendwo oben am Unterboden schon anstoßt. Ja, also mit Gefühl wirklich nach oben drücken, nicht zu weit, nur so weit, wie es unbedingt sein muss, damit er diesen Puffer rausbekommt und dann kann da auch nichts passieren. So, die Motoraufhängung haben wir gelöst, den Motor mit dem Getriebe ein Stück weit nach oben gepumpt und jetzt könnte man die Abgaskrümmer von den Stehbolzen, die Muttern lösen von der Stehbolze am Motorblock und die einzelnen Krümmer rechts und links dann jeweils abnehmen. Bevor ihr das macht, würde ich euch empfehlen, hier diese Verbindung noch abzunehmen zwischen Krümmer links und rechts zum Auspuffrohr dann. Die würde ich davor abnehmen, damit ihr da vernünftig hinkommt und dann auch die Abgaskrümmer dann auch abnehmen könnt, weil mit dieser Verbindung dran bekommt ihr die Krümmer logischerweise weder von oben noch von unten dann auch weg vom Motorblock. So, jetzt kann ich euch erfahrungsgemäß sagen, auf der rechten Seite ist es beim V8 überhaupt kein Problem. Nachdem ihr die zwei Wassertanks entfernt habt, kommt ihr da relativ an die Muttern, an den Stehbolzen von diesem Abgaskrümmer relativ gut hin. Aber auf der linken Seite gestaltet sich das alles etwas enger. Da ist ein bisschen Friemelarbeit gefordert. Wenn ihr Chirurgenhände habt oder so, dürfte es für euch kein Problem sein. Ich habe da relativ lang rumgedoktert, bis ich die Muttern dann auch lösen konnte. Also da ist ein bisschen Geduld gefordert. Wenn ihr die Muttern löst beim M117 Motor, habt ihr oben eine Schlüsselweite von 12 und unter komischerweise bei der unteren Schraube auf der jeweilige Abgaskrümmer eine Schlüsselweite von 13. Also daran denke, wenn ihr anfangt die abzuschrauben und ihr kommt dann mit eurer Nuss auf die untere Mutter nicht richtig drauf, dann nehmt einen 13er, der wird dann wahrscheinlich passen. Ja, da habe ich auch ein paar Minuten dran rumgemacht, bis ich auf die Idee gekommen bin, dass unter 13er Muttern drauf sind. Ja, die Erfahrung muss man halt mal sammeln und dann weiß man es fürs nächste Mal. Und dann geht es auch alles ein bisschen schneller. So, ich hoffe, das Video konnte euch weiterhelfen, wenn ihr vorhabt, eure Abgaskrümmer an eurem Motorblock abzunehmen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Interesse, was da war. Würde mich über ein Like freuen, würde über das Abonnieren von diesem Kanal mich natürlich auch riesig freuen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Video, wenn es dann um die Aufbereitung der einzelnen Krümmer geht, wie man die optisch ein bisschen aufwerten kann. Da mache ich dann im nächsten Video was Ausführliches dazu und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal. Wenn ihr wollt, bis dann, macht's gut, ciao.